Servus Freunde und liebe Hobby Racer, willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr im letzten Video gesehen habt, war ich nochmal im Oktober mit Hafenegger Renntrainings in Rijeka, Kroatien gewesen. Das erste Mal mit der R1, hat mega Bock gemacht und bin dort das Fun Race mitgefahren. Meine Quali-Zeit war ungefähr so gut, dass ich zwischen Platz 10 und 15, wir gucken es uns gleich nochmal genauer an, gestartet bin. Auf jeden Fall hat das Rennen mega Bock gemacht und lief verhältnismäßig gut für mich. Aber das schauen wir uns jetzt an. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Rennen und ich werde das Ganze ein bisschen nachkommentieren. Wir gehen rein. Und da sind wir auch schon live aus der Kommentatorenkabine. Wir stehen hier in der Boxengasse, die hat gerade geöffnet und warten darauf, dass die Ampel auf grün schaltet. Was in diesem Moment passiert. Der Kim fährt vor mir und wir fahren das erste Mal raus zum Warmmachen, um uns dann in der Startaufstellung einzufinden für die Warm-Up-Lap. Ich muss euch jetzt nicht hier die komplette Runde zeigen zum Warmmachen. Die spulen wir ein bisschen vor. So, ihr seht ab jetzt unten rechts eingeblendet meine Heckkamera. In der könnt ihr das komplette Rennen nachverfolgen, was alles hinter mir passiert ist. Und wir biegen ein auf die Startzielgerade, wo jeder Teilnehmer vom Rennen sich das erste Mal auf seine Startposition begibt. Jede Startposition wurde hier mit einem kleinen Schild markiert, so dass jeder easy seine Position finden kann. So, wie wir gesehen haben, ich bin auf der Startnummer 15. Da kommt auch schon die Lucy Glöckner auf uns zu. Sammelt das Kärtchen ein. Ab jetzt heißt Startplatz merken. Wer zu blöd ist und verkackt, ist selber schuld. Das kommt leider oft genug vor. Und wir warten, dass sich jeder auf seinen Platz eingefunden hat, um dann in die Warm-Up-Lap zu starten. Los geht's, die erste Reihe darf los. Die zweite Reihe ist unterwegs. Und jetzt kommt er auf uns zu, das heißt auch für uns, auf geht's in die Warm-Up-Lap. Das heißt hier auch das erste Mal Start geübt, das heißt für mich, weil ich mir so unsicher war mit meinem Schleifpunkt, das erste Mal getestet, wie das funktioniert bei der R1. Wie wir gesehen haben, relativ gut, leicht vorne hochgegangen, aber an sich guten Vortrieb gehabt, zumindest schon mal nicht abgewürgt. In dem Moment habe ich mir nur gedacht, alles klar, genau so wünsche ich mir das bitte auch für den Start. Hauptsache nicht abwürgen, Hauptsache niemand im Weg rumstehen, Hauptsache keinen Crash provozieren und einfach gut vom Fleck wegkommen. Wir rollen jetzt die Warm-Up-Runde entspannt durch, aber trotzdem zügig, um schon mal ein bisschen Temperatur in die Reifen zu kriegen, dass wir gleich beim Rennstart nicht in der ersten Kurve auf der Nase liegen. Stefan Nebel klappt die rote Fahne ein, zeigt oben auf die Ampel. Alle machen sich bereit. Ampel auf Rot. Und ab geht's. Super Start erwischt. Ich bin einwandfrei weggekommen und konnte direkt ein paar Plätze gut machen, indem ich mich rechts außen an 3-4 Fahrern vorbeigedrückt habe. An dem Fahrer hier hätte ich mich auch noch vorbeidrücken können, wollte aber kein Risiko eingehen, weil es einfach nur ein Fun Race ist. Da muss man nicht in die erste Ecke direkt mit vollem Hass reinhalten. Und jetzt gilt es einfach nur für mich, am Feld dranbleiben und einfach schauen, dass ich nicht den Anschluss verliere. Wie gesagt, es ist mein erstes Rennen mit der R1 und es ist nur ein Fun Race. Ich will nichts unnötig riskieren, aber wollte natürlich trotzdem motiviert dranbleiben. Wie der Arthur mir vorher immer gesagt hat, bei Rennen, das ist eine Konditionsgeschichte, auch wenn es am Anfang scheint, als würden die Fahrer alle wegfahren und man wird den Anschluss verlieren, kommt man nach und nach über die Dauer vom Rennen wieder dran, weil einige konditionell nicht so stark aufgestellt sind und dann nach und nach einklappen. Wir flowen die erste Runde entspannt mit. Man sieht im Geschlängel, lasse ich noch sehr viel Zeit liegen, da geht schon mal eine Lücke auf. Und ich versuche mich dann wenigstens auf der Gerade wieder dran zu beschleunigen. Nach hinten sieht bisher alles gut aus. Da sind die ersten Plätze schon getauscht worden. Einer fährt sich von weiter hinten jetzt nah an mich dran. Er ist auch ein wesentlich schnellerer Fahrer, der leider nur den Start
nicht so gut getroffen hat. So, wir sehen auf die Startziel, alle beschleunigen raus. Die R1 läuft auch einwandfrei. Und Ende Startziel. Auf der Bremse komme ich dann glücklicherweise doch wieder gut ans Fahrerfeld dran. Wo ich im ersten Moment gedacht habe, okay, die Lücke, die ist relativ schnell nach einer Runde schon sehr weit aufgegangen. Wenn ich das richtig sehe, müsste hinter mir der Lennart sein. Das war ein Boxennachbar von uns mit seiner GSX-R. Den habe ich am Start überholen können. Er ist leider nicht so gut weggekommen. Aber er ist ein wesentlich schnellerer Fahrer. Und hat die konstanteren Rundenzeiten gefahren. Deswegen war es dann hier für ihn auch kein Problem, an mir vorbeizugehen. Wie gesagt, im Geschlängel habe ich tatsächlich Riesenmanko. Und ja, kommt da nie mit ordentlich Schwung raus. Jetzt war natürlich mein Gedanke, ich hänge mich an Lennart dran und ziehe mit ihm mit. Lass mich von ihm ein bisschen ziehen, ein bisschen die Zeiten verbessern. Und vor allem wollte ich allein schon wegen den spektakulären Aufnahmen nah an ihm dranbleiben, weil die GSX-R dermaßen Flammen geschossen hat. Also das war absolut geil mit anzusehen, was das für ein Flammenwerfer war. Wenn wir nah genug drankommen, wenn wir das auch wieder schön mitnehmen können. Man sieht's in meinem Fahrstil, ich fahre auch noch nicht so rund, bin noch nicht ganz in meinem Flow drin und habe immer wieder den Gedanken, ich muss auf Krampf jetzt an dem Feld da vorne dranbleiben, anstatt mich auf mich selbst und meine Linie zu konzentrieren. Dadurch passiert genau das Gegenteil, dass die Fahrer vor mir schon viel flowiger durch die Kurven gehen und ich einfach immer mehr Anschluss verliere. Hier wieder viel zu stark abgebremst im Geschlängel, bis ich da wieder den Schwung und die Geschwindigkeit mit aufnehmen kann. Da sieht man auch, dass die Fahrer hinter mir sehr eng aufschließen. Und ich dann erst auf den Geraden wieder entschlossen am Gas ziehe und entsprechend auch Meter nach vorne machen kann. Auch hier die Doppel-Links, bevor es auf Start-Ziel geht. Da habe ich im Sommer den Crash mit meiner RSV4 gehabt. Fahre ich einfach noch viel zu sanft und mit zu viel Blockade im Hirn. Aber nochmal, es ist immer noch ein Fun-Race. Mein erstes Rennen mit der R1. Ich wollte hier absolut nichts überproduzieren. Erstaunlicherweise am Ende von Startziel bin ich da doch immer wieder irgendwie dran am Feld. Klar, durch die GoPro wirkt das Ganze ein bisschen weiter weg. Aber ich bin immer noch dran. Wir werden jetzt hier mal einen kleinen Cut machen und ein paar Runden überspringen. Das Feld hat sich soweit sortiert. Und wir fahren wie an der Perlenkette hinterher. Wenn ihr das komplette Rennen uncut sehen wollt, von Anfang bis Ende, ohne mein Gelaber die ganze Zeit, dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Und dann kann ich es bei Bedarf gerne nochmal uncut als RAW-Datei hochladen. So, wie ihr nach dem Cut sehen könnt, ich habe relativ konstante Rundenzeiten gefahren, die allerdings nicht sehr schnell waren. Heißt, hier konnte auch gerade ein Fahrer von hinten dran mich entsprechend wieder überholen. Was in mir dann aber auch wieder den Ehrgeiz geweckt hat, mich ein bisschen mehr anzustrengen. Und hier fahren wir auf Startziel raus, wo ich im direkten Gegenzug auf der Bremse meine Position doch wieder zurückerobern konnte. Das Manöver hat in mir was ausgelöst, dass ich jetzt doch mehr Ehrgeiz hatte. Ich war mittlerweile im Flow drin. Ihr seht,
Aktuell ist das Feld relativ weit verteilt, aber direkt vor mir habe ich auch schon wieder den nächsten Fahrer, wo ich als nächstes Ziel ausgemacht habe, um mir weitere Positionen gut zu machen. Mittlerweile bin ich auf Position 13 vorgefahren. Mittlerweile, wie gesagt, habe ich einen relativ gleichmäßigen Rhythmus gefunden. Ihr seht, ich bin konstante 37er Zeiten gefahren, 37 tief, und der Ehrgeiz war jetzt aber geweckt, sich nochmal ordentlich zu verbessern. Hier seht ihr, im Geschlängel war der Fahrer vor mir wieder gut weggekommen. Es sind einfach meine Defizite. Schultern auf der Geraden und auf der Bremse wieder gut auf, aber es reicht einfach nicht, um direkt da irgendwie ein Manöver zu starten. Die Runde haben wir soweit durch. Es geht wieder auf Startziel. Da habe ich vorher den Kollegen schon auf der Bremse geholt und kann auch hier an ihm jetzt relativ gut vorbeifahren. Auf der Bremse ein bisschen weniger, dafür schneller reinrollen lassen, und das hat mir dann die nächste Platzierung beschert. Heißt, ich bin jetzt auf Position 12. Und wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt eine 1,36 mittig gefahren. Stabile Zeit, um dann doch nochmal die Aufholjagd zu starten. Wir machen hier nochmal einen kleinen Cut, wie ich jetzt über die nächsten Runden mich an den Kollegen dran fahre, um dann ins große Finale von den letzten Runden von dem Rennen reinzustarten. Da war der Cut, wie ihr sehen könnt, mit einer 1,36,17 habe ich eine gute Runde vorher vorgelegt und konnte nah an den Kollegen ranfahren. Auch hier im Geschlängel bin ich jetzt relativ nah dran. Hier kommt wieder das Thema Kondition zu tragen. Man sieht, bei dem Kollege vorne dran hat die Kondition definitiv abgebaut. Bei mir ist er dagegen noch relativ gut, wodurch ich jetzt hier eng an ihm dranbleiben kann und auf der Gegengerade zum Überholmanöver ansetzen kann. Somit bin ich jetzt schon auf Position 11 und nur noch einen Platz von Position 10 entfernt. Das gesteckte Ziel fürs Rennen, weil ab Position 10 werden im Fun Race bei Hafenecker Renntrainings Pokale verteilt. So ein Staubfänger musste natürlich das Ziel sein, irgendwie mit nach Hause zu nehmen. So, aufgrund von dem Kollege, den ich überholt habe, der mich ein bisschen ausgebremst hat, war jetzt nur eine 1,38 auf der Zeitentafel gestanden. Das heißt, das Ganze hat mich knapp 2 Sekunden gekostet beim Hinterherfahren, bis ich dann wirklich überholen konnte. Nichtsdestotrotz hat mich das aber nicht davon abgehalten, weiter zu pushen und auf den letzten 1,5 Runden nochmal ordentlich das Feld vorne anzuschließen. Ich habe die Fahrer schon gesehen und wusste, okay, da schlägt auch die Kondition zu und eventuell bekomme ich nochmal eine Chance. Ich habe zu dem Zeitpunkt im Rennen absolut nicht gewusst, auf welcher Position ich bin. Wir hatten keine Boxentafeln oder ähnliches. Ich habe auch nicht im Kopf mitgezählt. Ich bin einfach nur gefahren und habe nach vorne geschaut, wer mein nächstes Ziel sein könnte. Heißt, auch hier im Geschlängel habe ich mir jetzt mehr Mühe gegeben, habe einen besseren Flow gefunden, bin zügiger durchgekommen und habe dadurch auch mehr Geschwindigkeit mit auf die Gegengerade genommen. Und wie man hier sehen kann, werden die Fahrer vor mir langsam aber stetig größer. Wir biegen ein, wieder auf Startziel. Gut rausgekommen, schön Schwung mitgenommen und nochmal eine ordentliche Zeit gesetzt.
Man sieht mittlerweile, dass ich die lange Links auch mehr V-förmig fahre und entschlossener rausbeschleunige. Das bringt natürlich auch nochmal richtig gut Zeit. Dazu hier im Geschlängel viel mehr Schwung mitnehmen. Und dadurch richtig gut auf die Fahrer vor mir aufschließen kann. Hier ein kleiner Fahrfehler nochmal eingebaut. Tut aber der Sache keinen Abbruch. Ich konnte richtig gut aufholen und hier der Fahrer, der hat stark abgebaut. Vielleicht war es auch der Reifen, ich weiß es ja nicht. Es hat auf jeden Fall gereicht für an der, ich glaube es war eine RSV 4, vorbeizufahren und somit den 10. Platz zu sichern. Das Ganze in der letzten Runde, kurz vor Startziel. Zu dem Zeitpunkt wusste ich das natürlich noch nicht, aber ich bretter raus auf Startziel. Ich wusste auch nicht, welche Runde es ist, und wenn wir jetzt bei Startziel auf die Zielflagge achten, die war so gut wie gar nicht zu sehen. Heißt, in dem Moment hier dachte ich noch, es wäre noch eine Runde zu fahren und ich wäre noch näher dran. Hier haben wir wieder den Lennart, also unser Boxennachbar. Gruß an der Stelle. Er will mir zum Rennen gratulieren und ich denke, er hat ein Problem mit seinem Motorrad. Und dachte, ich überhole ihn auch noch. Dabei war das Rennen zu dem Zeitpunkt längst gelaufen. Naja, hier sind auch die anderen Fahrer vor mir mittlerweile zu sehen. Das heißt, ich habe jetzt so langsam verstanden, dass das Rennen vorbei ist. Weil so gut bin ich dann auch nicht, dass ich in kürzester Zeit so nah wieder aufs Fahrerfeld aufschließen kann. Und das Rennen war durch. Fazit. Ich habe das Rennen auf dem 10. Platz beendet. War am Ende mega happy gewesen, dass ich diesen Pokal noch mit nach Hause nehmen konnte. Und dass die Maschine super gehalten hat. Wie wohl ich mich gefühlt habe, dass ich meine persönliche Bestzeit gefahren habe. Hat mega Spaß gemacht. Vielen Dank an der Stelle nochmal an Hafenegger Renntrainings für das mega geile Event. Vielen Dank an die Boxennachbarn. Mit denen hatten wir eine super Zeit. Egal, ob das Lennart war oder Crazy D. Wie gesagt, Grüße an der Stelle. Ich hoffe, man sieht sich nächstes Jahr auch wieder. Selbe Zeit, selber Ort. Wir werden auf jeden Fall da sein. Wir biegen ein in die Boxengasse, um da nochmal von den ganzen Zuschauern, die mitgefiebert haben, abgeklatscht zu werden. Sehen hier vorne die Jungs von Hafenegger und ganz skurril, sehen hier noch, wie der Kollege vor lauter Freude erstmal seine Yamaha auf den Boden geschmissen hat. Ja gut, sowas passiert. Ja, bis auf ein paar Kratzer war wohl an der Maschine nichts dran. Ich hoffe, euch hat das Rennen gefallen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gerne unten liken, kommentieren. Kommentieren, wenn ihr das komplette Rennen uncut sehen wollt, ohne mein Gelaber. Und ganz wichtig, Kanal abonnieren. Über 90% aller Zuschauer haben noch nicht den Kanal abonniert. Das Ganze ist kostenlos. Ihr bringt mir damit einen mega Support. Würde mich mega freuen. Ganz einfach mal auf den roten Knopf drücken. In diesem Sinne, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Und der erste Pokal in der Klasse ab 750 Kubik. Platz Nummer 10 für die 182, 36, 059. Die schnellste Rennrunde hier von Daniel Gramsch. Und auf der GSXR 1035 899 gefahren, 1,8 Sekunden hier der Abstand zum 8. Platzierten. Platz 9 für die 712, Lennart Jansen.